Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr solche Hausschuhe selber herstellen könnt. Es ist ganz einfach nachzumachen und es geht ganz schnell. Hier haben wir auch eine Schlaufe gehäkelt und wie das genau geht und was wir dafür benötigen, das zeige ich euch jetzt. Für die Hausschuhe benötigen wir Garn. Ich habe hier Garn in 2 verschiedene Farben. Häkelnadel verwende ich 2er Stärke. Wir benötigen Schere und 2 Markierer. Und ich verlinke euch das Ganze unter meinem Video. Wir starten mit einem magischen Ring. Und häkeln wir hier 2 Luftmaschen. Und in diesem Kreis hier häkeln wir 13 Stäbchen insgesamt. Das ist die erste. Und wir machen so weiter, bis wir 13 Stäbchen erreicht haben. Und wenn ihr 13 Stäbchen habt, dann zieht ihr diesen kleinen Stück Faden, bis die Runde geschlossen ist. Und die erste Runde schließen wir mit einer Kettmasche. Und hier häkeln wir 2 Luftmaschen und werden in diesem Kreis hier jetzt in der zweiten Runde jede Lücke 2 Stäbchen häkeln. Wir häkeln hier in diese selbe Stelle noch einmal in jede Lücke. Jetzt haben wir hier bei die erste Schlaufe 3 Stäbchen und die nächsten werden wir immer 2 in dieselbe Stelle. Und so macht ihr die ganze Runde. In die zweite Runde werden wir jetzt hier am Ende noch eine Stäbchen häkeln und dann insgesamt haben wir 26 Stäbchen. Ihr zählt das nach. Wenn ihr 26 habt, dann schließt ihr die Runden mit einer Kettmasche und häkelt hier 2 Luftmaschen. Und jetzt hier in diese selbe Stelle häkeln wir noch eine Stäbchen. In die nächste Lücke eine Stäbchen. In die nächste Lücke 2 Stäbchen in dieselbe Stelle. In die nächste Lücke eine, nächste Lücke 2 Stäbchen in dieselbe Stelle. Und so macht ihr die ganze Runde bis zum Ende. Und die dritte Runde schließen wir mit einer Kettmasche. Bei die erste Schlaufe und dann ziehen den Faden nach vorne. Hier machen wir 2 Luftmaschen. Wir machen noch eine Stäbchen in diese selbe Stelle. Und jetzt haben wir 2 Stäbchen in selbe Stelle. Und jetzt werden wir eine Stäbchen in nächste Lücke. In die nächsten wieder eine Stäbchen. Noch einmal in nächste Lücke eine Stäbchen. So, jetzt haben wir 3 Stäbchen, die einzeln sind. In die vierte Lücke häkeln wir 2 Stäbchen in dieselbe Stelle.
So, in die nächste Lücke häkeln wir ein Stäbchen. In die nächste Lücke noch ein Stäbchen. In die nächste Lücke noch ein Stäbchen. Machen wir wieder 3 Stäbchen. Und in die vierte Lücke häkeln wir 2 in dieselbe Stelle. Einer und noch einmal in dieselbe Stelle. Dann haben wir 2 Stäbchen in dieselbe Stelle. Und so werden wir die ganze Runde häkeln. 3 Stäbchen und in die vierte Lücke 2 in dieselbe Stelle. Die vierte Runde schließen wir mit einer Kettmasche. Zwei Luftmaschen. Und jetzt diesen Stück Faden hier könnt ihr gut befestigen und abschneiden. Jetzt werden wir in jede Lücke ein Stäbchen häkeln. Und so werden wir 10 Runden häkeln. Ich habe schon eine gehäkelt. Die zweite, wir haben hier schon 4 Runden gehäkelt. 1, 2, 3, 4. Und von hier bis hierhin haben wir 10 Runden gehäkelt. Und wenn ihr eine größere Nummer braucht, so wie 39 oder 40, dann häkelt ihr einfach eine Runde mehr. Dann habt ihr 11 Runden von hier bis hierhin. Diese Nummer ist 37, 38. Deswegen werden wir hier 10 Runden häkeln, immer ein Stäbchen. In jede Lücke ein Stäbchen, 10 Runden. Ihr macht so weiter, bis ihr eure Länge erreicht habt. Die 10 Runden sind fertig gehäkelt und so sieht das jetzt aus. Wir können jetzt den Faden jetzt abschneiden. Und wir lassen das genauso, das hier in der Mitte. Und so werden wir jetzt sehen von hier, dass die erste, 2, 3, 4 in die vierte Lücke machen wir hier einen Markierer. Und jetzt sehen wir wieder von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Dann machen wir auch einen Markierer. Jetzt haben wir hier 8 Maschen. Und das hier können wir das jetzt befestigen gut. Dann nehmen wir unseren Faden und beginnen wir mit Häkeln hierhin. Wir werden hier jetzt 2 Luftmaschen häkeln. Eins, 2. Und das hier, der Rest kann so stehen bleiben. Und wir können jetzt weiter häkeln.
Wir werden Stäbchen häkeln, in jede Lücke eine Stäbchen. Und so werden wir häkeln bis hierhin, also die Reihe bis hierhin. Ich bin jetzt hier am Ende angekommen und diesen Markierer können wir wegmachen. Und hier am Ende werden wir 2 Luftmaschen häkeln. 1, 2. So sieht das aus und wir wenden das und wir häkeln sofort hier bei die erste Lücke eine Stäbchen und wir werden in jede Lücke eine Stäbchen häkeln. Und so werden wir bis hierhin häkeln und wir werden 10 Runden häkeln. Und wenn ihr eine größere Nummer braucht, dann müsst ihr eine Runde mehr häkeln. Wir werden jetzt hier 10 Runden häkeln, von hier bis hierhin. Immer eine Stäbchen in jede Lücke. Ich habe hier 10 Reihen schon fertig gehäkelt. Und jetzt werden wir weitermachen. Wir werden jetzt hier noch 17 Stäbchen häkeln. Wir starten sofort hier bei die erste Lücke. Eine Stäbchen. Wir werden so in jede Lücke eine Stäbchen häkeln, bis wir 17 Stäbchen haben. Wir haben hier jetzt 17 Stäbchen und wir werden jetzt 6 feste Masche häkeln. Eins, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Und jetzt hier das Rest werden wir weitere Stäbchen häkeln bis zum Ende. Ihr könnt so weiter häkeln bis zum Ende des Stäbchen. Am Ende häkeln wir hier 2 Luftmaschen und dann wenden. Und wir werden jetzt 17 Stäbchen häkeln. Ihr macht so weiter, bis ihr 17 Stäbchen habt. Und jetzt werden wir Abnahme machen. Stechen unsere Häkelnadel, ziehen den Faden und dann machen wir nochmal so. Ziehen den Faden nach vorne und dann ziehen den Faden hier durch die 3. Und dann machen wir das noch einmal. Das ist die erste Abnahme, das ist jetzt die zweite. 2 und die dritte Abnahme. Und jetzt hier können wir weitere Stäbchen häkeln. Ihr könnt so weitermachen bis zum Ende. Am Ende hier häkeln wir 2 Luftmaschen, wenden und dann häkeln wir hier wieder 17 Stäbchen. Ihr macht so weiter, bis ihr 17 Stäbchen erreicht habt. Wir haben hier 17 Stäbchen erreicht und jetzt werden wir hier in der Mitte Abnahme machen.
Und jetzt das Rest hier können wir weitere Stäbchen häkeln bis zum Schluss. So, und jetzt werden wir die beide Seiten so zusammenklappen. Und wir werden das Ganze so zusammennähen. Wir werden machen feste Masche. Jetzt können wir den Faden abschneiden und gut befestigen. Wir drehen das so wieder zurück. Und so sieht es aus jetzt. Wir haben hier jetzt einen schönen Übergang. Und jetzt können wir weiter häkeln. Wir werden unsere Häkelnadel genau hier in die Mitte stechen. Wir häkeln 2 Luftmaschen. Diesen kleinen Teil, das können wir so stehen lassen. Und wir werden feste Masche häkeln in jede Stäbchen. Wir machen 3. Wir haben jetzt hier 3 in die nächste Stäbchen hier. Da werden wir auch 3 Stäbchen, 3 feste Masche häkeln. Und so werden wir die ganze Runde machen. Und wenn wir hierhin ankommen, dann werden wir hier in jede Lücke eine feste Masche häkeln, bis hierhin. Und dann hier genauso wie hierhin. Unsere Socke ist jetzt ganz fertig und so sieht das jetzt aus. Und jetzt müssen wir hier noch eine Schlaufe, die da hier, und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Ich habe eine andere Farbe geholt und wir starten jetzt mit einem magischen Ring. Und häkeln wir hier jetzt 8 Luftmaschen. Das ist die erste, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir werden jetzt häkeln Doppelstäbchen. Wir werden einmal, zweimal, dreimal. Und in diesem Kreis hier häkeln wir die Doppelstäbchen. Wir ziehen den Faden durch einmal und jetzt nur durch 2. 2 und wieder durch 2. Wir machen das so bis zum Ende. So, und jetzt machen wir eine Luftmasche und machen wir wieder so einmal, 2, 3. Dann häkeln wir hier auch wieder einen Doppelstäbchen. Ich ziehe den Faden zuerst immer durch 1 und dann durch 2 und immer so. Machen wir eine Luftmasche und dann nehmen wir wieder einmal 2, 3 und dann häkeln wir hier unsere Doppelstäbchen.
So, jetzt haben wir hier 3 Stäbchen. Die erste zählen wir nicht. Wir haben 3. Und so machen wir, bis wir 5 Stäbchen haben. Doppelstäbchen. Wir haben hier jetzt 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Das erste zählen wir gar nicht. Und jetzt machen wir hier 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann machen wir hier eine feste Masche. Dann hegen wir wieder nochmal 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann holen wir unsere Faden nochmal. 1, 2, 3. Und hegen wir hier wieder die Doppelstäbchen. Eine Luftmasche. Wir machen so weiter, bis wir hier 5 Doppelstäbchen haben. Jetzt haben wir hier 4, 1, 2, 3, 4, 5 und das zählen wir auch nicht. Und jetzt machen wir 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hegen wir hier so eine feste Masche. So, und diesen kleinen Restfaden ziehen wir und können wir weiter hegen. Das lassen wir so, das ist kein Problem. Und jetzt häkeln wir feste Masche, und zwar hier bei dieser ersten 8 feste Maschen. Das ist die erste, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und 8. So, jetzt haben wir hier 8 feste Maschen. Und hierhin werden wir Stäbchen häkeln. Hier genau hier in der Mitte häkeln wir Stäbchen. Das ist die erste Stäbchen. Dann machen wir noch eine Stäbchen in diese selbe Stelle. In die nächste Lücke auch 2 Stäbchen in dieselbe Stelle. In die nächste Lücke, da machen wir auch 2 Stäbchen. In die nächste Lücke machen wir da drin auch 2 Stäbchen in dieselbe Stelle. In diese letzte werden wir jetzt 8 feste Maschen häkeln. So, das war unsere 8. feste Masche. Und jetzt machen wir die andere Seite genau wie diese Seite hier.
In diese letzte Stäbchen werden wir jetzt 8 feste Masche häkeln. So, jetzt haben wir 8 feste Masche fertig gehäkelt. Ich mache hier eine Kettmasche und dann können wir unsere Faden abschneiden. Ich werde so lang schneiden und ziehen das so raus und ziehen diesen Teil hier nach hinten. So, unsere Masche ist fertig und jetzt können wir auf unsere Schuh drauf entweder häkeln, nähen oder kleben. Das machen wir jetzt. So, jetzt werde ich meine Schlaufe hier drauf kleben und das machen wir jetzt. Erstmal werde ich diese Teile hier befestigen, hier an die Seiten. Ihr könnt machen, wo ihr möchtet. Aber ich werde hier so an die Seite machen. So. So, unsere Socke ist jetzt fertig. Und so sieht das Ganze aus. Und den zweiten häkelt ihr genauso. Ich habe hier so eine links, eine rechts, die Schlaufe. Und der ist auch so. So, unsere Socken sind jetzt ganz fertig und ich wünsche euch ganz viel Spaß.